mach die Tür auf! Bitte mach die Tür auf! Hey! Dein Blut zirkuliert nicht mehr durch deinen Körper. Langsam sterben deine Gehirnzellen. Die Verwesung deines Körpers hat bereits begonnen. Du bist tot. Ich bin nicht tot. Lassen Sie mich gehen. Bitte. Du willst es immer noch nicht wahrhaben. Die anderen sehen dich nur als toten Körper auf diesem Tisch. Nur ich sehe dich, wie du wirklich bist. Aber ich bin nicht tot! Willkommen im Tartaria Channel. Du erinnerst dich an den vergessenen Schlüssel? Jetzt möchte ich dir die verschlossene Tür zeigen, aber was sich darin befindet, ist eine mögliche Hypothese, die ich dir näher bringen möchte. Diese wird dich sehr zum Nachdenken anregen und ob du die Tür öffnen möchtest, bleibt dir überlassen. Bedenke, es gibt Möglichkeiten, die in Vergessenheit geraten sind. Eine Anmerkung noch am Rande. Wenn du dir schon einige Videos von uns angesehen hast, wirst du mit Sicherheit feststellen, dass eigentlich vieles miteinander eine Verbindung hat. Nein? Nicht aufgefallen? Du solltest mit der Zeit, wenn du dich noch nicht lange mit diversen Themen auseinandergesetzt hast, lernen, auch alles selber zu hinterfragen. Heißt nicht, dass du dir es auf einem Silbertablett serviert bekommst. Du verstehst schon. Dann wird es dir mit der Zeit leichter fallen, auch Verbindungen zu erkennen und Verknüpfungen schneller zu bilden. Dein Bewusstsein lernt sehr schnell, auch wenn du zum Beispiel nur Bilder betrachtest oder was dir am leichtesten fällt. Das findest du selber heraus und du wirst erkennen, dass eigentlich alles schon da ist, vor allem wenn du immer hoch schwingst und dich mit verschiedenen Frequenzen verbindest. Aber das nur mal so am Rande, in einfacher Form mal angemerkt. Hinter der Tür ist etwas eingeschlossen, was dich vielleicht im ersten Moment sehr erschüttern, erschrecken oder dir zeigt, was tief in dir schlummerte, aber es nur gefühlt hast. Es ist jetzt noch sehr dunkel und wir werden das Licht langsam heller werden lassen. Man könnte auch meinen, wir sitzen in einem Dolmen eingeschlossen, wie es richtig von einigen erkannt wurde. Hatte diese eigentlich einen anderen Zweck und du bist jetzt dabei, es zu erfahren und hinterfragen. Ich habe es auch aus diesem Grunde nicht weiter vertieft, um es hier auszuführen. Fangen wir an, uns zu konzentrieren und in unser Inneres zu schauen. Es ist sehr dunkel und sehr still. Du hörst dein Herz schlagen und du fühlst deinen Puls. Lasse es langsamer schlagen und atme tief durch. Wir öffnen unser Bewusstsein und stellen uns folgende Frage. Was ist der Tod? Warum nun diese Frage? Je älter man wird, nimmt man bestimmte Dinge schon eher wahr, als wenn man jung ist. Die Zeit scheint schneller zu vergehen und irgendwie bemerkt man, dass um uns rum viele von uns gehen oder selber man darüber nachdenkt, was ist der Tod und wie lange habe ich denn noch? Das ist eine berechtigte Frage und jetzt frage ich dich, hast du schon von Anabiose gehört? Anabiose ist ein mensch-körperlicher Zustand, der auch Regenerationsstarre genannt wird. Sie ist dem der Kryptobiose ähnlich oder könnte auch sagen fast gleich. Kryptobiose ist der Winter- oder Sommerschlaf von Tieren. Die Aussage hat der Autor Wladimir A. Demtschuk, der uns hier begleiten wird, aufgestellt. Er hat Medizin und Biologie studiert und auch gearbeitet, wie zum Beispiel im Rettungsdienst. Viele Bücher hat er geschrieben, aber leider sind meines Wissens nach alle nur in Russisch erhältlich. Einiges werden wir aus dem Buch Baba Yaga hier erwähnen. Gehen wir doch erstmal in das Lexikon von Wiki und schauen, was da unter Tod zu verstehen ist. Es steht geschrieben: Der Tod ist das Ende des Lebens bzw. das endgültige Versagen aller lebenserhaltenden Funktionsabläufe, also unumkehrbare Desintegration lebensnotwendiger Organe wie das Herz-Kreislauf-System und des zentralen Nervensystems, Gehirn und Rückenmark, was wiederum durch das Absterben der einzelnen Zellen ausgelöst wird.
Das Sterben ist ein Prozess und das Eintreten des Todes lässt sich selten exakt an einem Zeitpunkt zuordnen. Der Tod ist der Zustand eines Organismus nach der Beendigung des Lebens und nicht zu verwechseln mit dem Sterben oder Nahtoderfahrung, die ein Teil des Lebens sind. Das Wissen zur Anabiose war wohl Realität, da es zum Leben der Menschen dazugehörte, vor noch ein paar Jahrhunderten oder vielleicht auch noch jüngster Geschichte. Der für uns subjektive Anschein, der Mensch ist getötet oder verstorben, können noch heute Schamanen und Heiler diese Technik anwenden, um diese wieder zu erwecken. Das Wissen darüber wurde schon einige lange Zeit von uns verheimlicht. Einzelne mögliche Gründe werden wir hier noch erwähnen. Vorher existierte eine ganz andere Herangehensweise, die unter anderem in Büchern von Ivan Sabelin aus dem 19. Jahrhundert erklärt wird. Dort wird angegeben, dass es normalerweise üblich war, die Toten nicht zu vergraben, sondern in einem dafür hergerichteten Kugelhaus zu platzieren, regelmäßig zu reinigen und möglichst warm zu halten. Erst als die Kirche in immer mehr Ländern die Oberhand gewann, hat sie es verboten, die Toten in diese Kugelhäuser zur Aufbewahrung zu bringen und zu umsorgen. Die sogenannten Kugelhäuser sollten die heute genannten Mausoleums sein. Wenn man sich die Architektur genauer betrachtet, ähnelt sie sich den Dolmen oder den Kuppelbauten. Da reden wir auch von der sogenannten heiligen Geometrie, die angewendet wurde beim Bau, um Heilung zu fördern. Dies entspricht den Tatsachen, denn viele alte Häuser besaßen und besitzen noch teilweise Kugelhäuser als Nebengelass und deren Sinn und Zweck unklar war. Es wurde dann einfach behauptet, man habe dort Fleisch geräuchert, doch nichts liegt der Wahrheit ferner. Die Menschen gingen damals davon aus, dass sich die Körper im Falle eines Todes, solange noch Organe physisch vorhanden sind, nicht in die Totenstarre verfällt, sondern in eine Regenerationsstarre. Nach einer gewissen Zeit erhob sich der Verstorbene wieder und war in den Körper zurückgekehrt. Hierzu gab es sogar Hebammen, die dabei geholfen haben. Sie betrachteten die Anabiose als eine Form der physischen Wiederauferstehung inklusive eines unbezahlbaren Updates. Das heißt, derjenige, der es schaffte, wieder aus der Anabiose zu erwachen, brachte nicht nur einen wesentlich fähigeren Körper, sondern noch eine Menge anderer Fähigkeiten mit. Der neue Körper war somit tatsächlich erneuert, sogar verbessert worden und die ihm innewohnende Persönlichkeit aufgrund des maximalen DMT-Ausstoßes im Moment des Beginnes der Anabiose mit viel mehr Wissen ausgestattet. Shemshuk hatte in seiner Sanitärlaufbahn des Öfteren Menschen wiederbelebt, die entweder erwürgt, erhängt worden waren, ertrunken, vergiftet, Infarkt oder verstorben sind. Die Reanimation dieser Leute waren oft erfolglos, weil auch die Methoden ineffektiv und falsch sind. Er sagte auch, dass unsere Medizin davon ausgeht, dass die Gehirnzellen in den ersten 5 bis 6 Minuten absterben. Aber dieses stimmt nicht. In Wirklichkeit leben die Nervenzellen viel länger als alle anderen Zellen, weil diese von äußeren und inneren Einflüssen am besten geschützt worden sind. Wenn ein Mensch 4 bis 6 Minuten ohne Sauerstoff gewesen ist, wie zum Beispiel unter Wasser, schafft das Rettungsteam, das Herz zum Schlagen zu bringen und die Atmung wiederherzustellen. Aber sie schafften es nicht, das Bewusstsein zu wecken. Oft kam es vor, dass der Fahrer des Rettungsteams auf dem Weg zum Krankenhaus doch zur Leichenhalle abbiegen musste. Die Menschen, die länger ohne Sauerstoff gewesen sind, kamen niemals wieder zum Bewusstsein. Die Ursache des Sterbens liegt nicht an der kurzen Lebensdauer der Gehirnzellen, sondern an den sinkenden Temperaturen des Blutes im Kopf. Die meisten Blutadern im Kopf sind viel dünner als menschliches Haar. Wenn wegen gesunkener Temperatur das Blut dicker wird, kann das Blut nicht mehr durch diese dünnen Blutäderchen, auch Kapillare genannt, kommen. Die Versorgung des Gehirns ist deshalb nicht mehr möglich. Deshalb schaffen auch die Rettungsteams nicht, die Menschen zum Bewusstsein zu bringen, obwohl sie das Herz zum Schlagen bringen und der Mensch atmet wieder. Es ist auch so, wenn der Ertrunkene mehr als 3 Stunden unter Wasser gewesen ist. Er sagt auch, einen Menschen, der in den klinischen Tod gekommen ist, muss man vor allem den Kopf erwärmen. Wenn ganze Körper Leichenerscheinungen aufweisen, dann muss der ganze Körper erwärmt werden. Aus diesem Grunde haben die russischen Heiler bei der Wiederbelebung immer die Banya, die russische Sauna, genutzt. Aus Physiologie wissen wir, dass die biochemische Reaktionen im Körper bei Temperatur von 36,6 Grad stattfinden. Um diese biochemische Reaktion zu erwecken, braucht man 38 Grad Celsius.
Hierfür hat die russische Banja sehr gute Dienste geleistet. Ein Beispiel, ein Notfall am Strand. Hilft auch eine Wärmekompresse aus Wodka. Wenn nur so etwas zur Hand ist, diese soll mit Folie zugedeckt werden oder eine Plastiktüte und andrücken. Die Schläfe mit Wodka einmassieren und den Kopf, Gehirn warm halten. Den Körper kann man auch mit einem eigenen Körper erwärmen. Diese Technik wird öfters bei erfrorenen Menschen angewendet. Danach ist es wichtig, den Menschen auch umzudrehen, dass das frische Blut bis in den vorderen Teil des Gehirns durchkommt. Chemchuk folgte auch die Arbeit im Leichenhaus für seine Diplomarbeit. Hier hat der Autor seine weiteren Erfahrungen gesammelt, wie man die sogenannten Toten erwecken soll. Ihm war es egal, ob die Menschen 10 Minuten, paar Stunden, Tage oder Monate lang tot gewesen sind. Er hat festgestellt, dass bei verstorbenen Menschen ihre biologischen aktiven Punkte bis zu 3 Tage genauso aktiv sind wie bei den lebenden Menschen. Bei den Menschen, die der Gewalt zum Opfer gefallen sind, sogar einen Monat lang oder noch länger. Und genau da kam der Autor auf den Gedanken, dass Anabiose und Kryptobiose keinen Unterschied machen. Warum? Zurück zur Kryptobiose. Die Winterschläfer wie Fledermäuse, Siebenschläfer oder Haselmäuse würden sterben, wenn sie gewaltsam am Schlafen gehindert werden würden. Die höheren Säugetiere wie Bären, die jedes Mal, wenn sie in den Winterschlaf fallen, sie in Wirklichkeit so tun, als ob sie sterben, aber sie stehen wieder auf, sobald die Temperaturen draußen wieder stimmen. Manche Tiere machen den Sommerschlaf, wie zum Beispiel die Weinbergschnecken, aufgrund der Wärme und des Wassermangels. Aber wir Menschen werden nicht nur gewaltsam in unserem Schlaf gehindert, wir werden sogar vergraben oder verbrannt in dieser Zeit und mit Musik und Blumen. Sarkastischer geht's wohl kaum noch, oder? Chemchuk gibt an, wichtig bei der Wiederbelebung ist, dass die Körpertemperatur nicht unter 36,6 Grad sinkt, besonders die Temperatur des Kopfes. Zweitens, der Betroffene muss regelmäßig umgedreht werden mit dem Gesicht nach unten. Das Teil des Gehirns, da wo das Bewusstsein zuständig ist, befindet sich genau in der Stirnmitte und dies darf nicht ohne Blut bleiben. Wenn das Herz zum Stehen kommt und der Mensch länger auf dem Rücken liegen bleibt, kommt es zum natürlichen Abfließen des Blutes von der Stirn. Es gibt keinen Tod. Es gibt nur so etwas wie ungünstige Umstände, bei denen der Körper gezwungen wird, alle laufenden Prozesse zu stoppen. Wenn der Körper für die Auferstehung richtig vorbereitet wird, dann kann man den Tod immer überwinden. Gehen wir weiter. Alle Pathologen wissen bestens Bescheid, dass wenn sie bei der Obduktion beim Öffnen des Brustkorbs das Herz berühren, da zuckt der ganze Körper. Oft fängt auch das Herz an zu schlagen. Darauf kommen wir noch zurück nachher, also Erinnerungspunkt setzen. Für so eine Erscheinung haben die Rektoren nur eine Erklärung. Es sind die übrig gebliebenen Reflexe. Es ist aber genau anders. In Wirklichkeit zeigt uns das, dass der Mensch aufwachen und leben kann, vorausgesetzt er wird nicht zerschnitten und danach tief unter der Erde vergraben. Das Thema Obduktion greifen wir nochmal auf. Hier noch am Rande ein kleiner Tipp von Chemchuk aufgeführt. Falls Sie aus Ihrem Körper ausgestiegen sind und von oben herab beobachten, wie erfolglos die Ärzte versuchen, Sie wiederzubeleben, dann müssen Sie wissen, dass die Bemühungen der Ärzte erfolglos bleiben werden, wenn Sie nicht zurück in Ihren Körper gehen. Also wenn Ihre wahre Wesenheit nicht reinschlüpft, dann können auch die Ärzte nichts tun. Falls die Ärzte meinen, dass sie nichts mehr für Sie tun können, also sie hören dann auch mit der Wiederbelebung, Reanimation auf. Sie selbst aber ganz genau wissen, dass sie noch lange leben können, dann gehen sie noch einmal aus ihrem Körper raus und aktivieren sie ihre Lebensenergie, mental. Dazu machen sie folgende Übungen. Erstens, heben Sie mental im Herzrhythmus Ihre rechte Hand und linke Hand. 12 Mal punktgenau in dem Rhythmus, wie Ihr Herz geschlagen hat, genauso oft. Zweitens, im gleichen Rhythmus bewegen Sie hin und her Ihr Hals, Kopf, auch 12 Mal. Drittens, als nächstes machen Sie Beugungen um 180 Grad, auch 12 Mal. Danach verspannen Sie alle Muskeln. Falls Ihr Körper nicht gezuckt hat, wiederholen Sie alles genauso noch einmal. Und lassen Sie sich nicht ablenken, nicht von Ihren Verwandten, auch nicht von Ihren liebevollen Wesenheiten. In dieser Situation braucht Ihr Körper Ihre volle Aufmerksamkeit.
viel mehr. Beachte bitte, das ist die Aussage von Cemshuk und ist ein Zitat aus dem Buch. Der Tod, wie wir ihn kennen, existiert nicht. Auf die Menschen, die verstorben sind, sagt man auch, er ist eingeschlafen oder er hat sich zur Ruhe gelegt. Solche Beschreibungen dieses Zustandes gibt es in allen Sprachen. Auf Russisch gibt es da gar kein Wort, das auf den Tod hinweist. Das Wort Smrti, Russisch, bedeutet mit Maß. Alle Begriffe, die heute für den Fall des Todes benutzt werden, hatten früher eine ganz andere Bedeutung gehabt. Auf Altrussisch nannte man den Verstorbenen übersetzt eingeschlafen. Anders ausgedrückt, unsere Vorfahren wussten viel besser als wir, dass das Sterben bedeutet, und zwar ist das nur ein Schlaf, der eines Tages zu Ende geht. Die Aussagen der Wissenschaftler, Archäologen sagten, dass folgendes alles Gräber waren. Wenn wir uns die Dolmen oder Pyramiden jetzt betrachten, die noch in manchen Orten, wie in Russland oder Europa zu sehen sind, dann können wir nur eines schlussfolgern, dass noch vor kurzem unsere Vorfahren ganz anders mit dem Tod umgegangen sind. Nicht so, als ob die Verstorbenen sich vom Leben für immer verabschiedet haben, sondern so, als ob die für sich einen Verwandlungsprozess nur zur Ruhe gelegt haben. Hier verweise ich gerne auf die dazugehörigen Videos, die am Ende verlinkt sind. Vielleicht verstehst du jetzt, warum so viele zerstört worden sind und sie sind vielleicht der vergessene Schlüssel. Eine kurze Pause zum Durchatmen. Lassen wir mal kurz sacken und holen einen tiefen Atemzug und kontrollieren unseren Puls. Er sollte wirklich ruhig pulsieren, lasse dich einfach weiter leiten von deinem Bewusstsein. Bist du bereit? Wir müssen weiter in die Vergangenheit. Als der Katholizismus eingeführt wurde, sieht das Ganze bei uns auf der Erde anders aus. Der Katholizismus schreibt vor, die Verstorbenen in die Erde zu vergraben, das heißt beerdigen, so wie wir es heute kennen. Die Dolmen wurden seitdem verboten. Trotz diesen Verbotes haben die Kosaken zum Beispiel für die Verstorbenen Röhren in die Gräber eingebaut, damit die Aufgestandenen nach Hilfe rufen konnten und unter der Erde nicht erstickten. Wenn wir unsere Tradition der Beerdigung genauer unter der Lupe nehmen, dann können wir nur zu einem einzigen Schluss folgern, dass seit Jahrhunderten alles Mögliche versucht wird, dass der Mensch, nachdem er von der Anabiose aufwacht, niemals aus seinem Grab herauskommen kann. Am Anfang wurde nur ein Grabstein gelegt. Das hat aber wenig geholfen, da die Erwachten es geschafft haben, trotzdem aus dieser Falle herauszukommen. Danach kam die Grabplatte zum Einsatz und das ganze Grab bedeckte. Obwohl es schwieriger war, da rauszukommen, haben es trotzdem welche geschafft, auch wenn diese Menschen all ihre Hände samt Finger bis aufs Blut aufgerissen haben. In den Zeiten damals hat man schon öfters aus den Friedhöfen Schreie gehört. Damals gab es auch reichlich Augenzeugen, die Menschen gesehen haben, die blutverschmiert auferstanden von den Toten in den Friedhöfen gesehen haben. Erinnert mich ein wenig an das Video Thriller von Michael Jackson. Solche Geschichten las man sogar in den Büchern aus dem 19. Jahrhundert. Natürlich wurden die Gräber so weit verbessert, dass zum Beispiel der Deckel von den Särgen versiegelt wurde mit Nägeln oder Verschraubungen. Hier ist noch ein Punkt, auf den wir zurückkommen werden, was sie noch optimierten. Einfügen möchte ich trotzdem noch etwas, dass es auch Zeiten gab, wo eine Schnur zu den Särgen verlegt wurde und oben eine Glocke hing. Das hatte den Zweck, dass die Wiedererwachten läuten konnten und die Menschen somit rief, ihn wieder rauszuholen. War der Wendepunkt zu solch einem Akt der Verschleierung die sogenannte Svarog-Nacht oder auch Kali Yuga genannt? Es gab viele Resets und die Menschheit wurde wie immer reduziert, und das nicht nur durch Umweltkatastrophen, sondern auch Inquisition, Kriege oder Pandemien wie Pest und so weiter haben ihr Teil des Vergessens beigetragen und es kam dann zu Hysterien und Glaubhaftmachung und entstandene Geschichten wie Zombies, Dracula und vieles mehr. Das ist schon heftig und schauen wir weiter, was noch in Verbindung stehen könnte. Was ist Koma? In Wikipedia finden wir folgende Erklärung. Angaben zur Geschichte fehlt völlig. Erste schriftliche Aufzeichnungen über einen Menschen im Koma. Wann gab es die ersten Behandlungs- und Überwachungsmöglichkeiten? Weiter heißt es, dass Koma, von altgriechisch tiefer Schlaf,
ist eine über längere Zeit bestehende völlige Bewusstlosigkeit. In der Medizin ist es ein voll ausgeprägtes Koma, die schwerste Form einer quantitativen Bewusstseinsstörung, bei der ein Patient auch durch starke äußere, wiederholte Schmerzreize nicht geweckt werden kann und so weiter. Es gibt bis zu 4 Stufen des nicht künstlichen Komas. Klingt das nicht so, wie es Schemczuk auch beschrieben hatte, nur in leichter Form, mal so ausgedrückt? Sollte man auch hinterfragen. Bis zur Feststellung des Gehirntodes und damit juristisch des Todes des Patienten durch Ärzte wird ein Patient noch als Koma-Patient in jeder Weise vom Pflegepersonal behandelt. Er wird ernährt, gewaschen und in jeder notwendigen Weise gepflegt. Es gibt Beispiele. Männliche Gehirntote sind selbst noch zu einer Erektion fähig. Weiblich schwangere Gehirntote lassen in ihrem Körper ein Embryo weiterwachsen und reifen bis zu seiner Geburt im Körper eines lebenden Leichnams. Siehe Erlanger Baby. Wunden können bei Hirntoten noch ausgeheilt werden. Dr. Zieger berichtete 1996 dem Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestages, dass Koma-Patienten auf äußere Ereignisse und soziale Stimuli, wie zum Beispiel den Besuch von Angehörigen, eindeutig antworten. Gehirntote können noch nach Tagen, Wochen oder noch Monate oder Jahre lang leben, bis sie einen würdevollen, friedlichen Tod begegnen. Der US-amerikanische Neurologe und Kinderarzt Alan Schumoon hat 1998 eine Studie durchgeführt, in der er mehr als 12.000 dokumentierte Fälle untersuchte, bei der die Patienten beim Abschalten der Beatmungsmaschinen länger als eine Woche überlebt hatten. Als verlässlich wertete er nur solche Fälle, bei denen der Hirntod korrekt festgestellt und dokumentiert worden war. Insgesamt fand er 175 Fälle, bei denen nach dem Abstellen der Beatmung nicht sofort der Tod eingetreten war. Zwischen Hirntod und Herzstillstand lag vielmehr ein Zeitraum von mehr als einer Woche bis hin zu 14 Jahren. Wie sieht es aus mit dem Scheintod? Auch hier aber sehr interessante Aussagen daraus. Wikipedia. Scheintod ist eine veraltete Bezeichnung für einen Zustand, in dem ein Mensch ohne Bewusstsein und scheinbar tot ist, so dass unklar ist, ob er noch lebt oder tot ist. Das beruhte darauf, dass die Mediziner lange Zeit lediglich mit Hilfe von Pulskontrolle, dem Abhören des Herzschlags und der Wahrnehmung der Atmung feststellen konnten, ob ein Mensch noch lebt oder tot ist. Hier ein Auszug aus der Kulturgeschichte. Das Phänomen des Scheintods spielte bereits in der Antike eine Rolle. Bei den Römern hatten sogenannte Polykontores die Aufgabe, die Toten mehrfach mit warmem Wasser zu waschen, ihnen die Augen zuzudrücken und sie mehrere Male mit ihren Namen anzurufen. Wenn sie daraufhin kein Lebenszeichen von sich gaben, wurden sie auf den Boden gelegt und mit einem Tuch bedeckt. Berichte von wiedererwachten Scheintoten sind unter anderem durch Valerius Maximus, Plutarch und Demokrit überliefert. Vom 17. bis ins 19. Jahrhundert, im Zeitalter der Aufklärung, herrschte in Europa Angst, lebendig begraben zu werden, im Grab aufzuwachen und einen angsterfüllten Erstickungstod sterben zu müssen. Immer wieder traten Berichte über Leichen auf, die nach dem Exhumieren in merkwürdigen Positionen gelegen haben sollen. Oft seien die Augen weit offen oder die Arme gegen das Oberteil des Sarges gedrückt gewesen. Auch wurde von Kratzern an der Innenseite des Sarges Oberteils erzählt, die die Verstorbenen mit bloßen Fingern in das Holz gekratzt haben sollen. Daher wurden in den Testamenten oft Lagerfristen festgelegt. Oder es wurde verfügt, dass vor einer Bestattung die Pulsader durchgeschnitten werden sollte. Außerdem gab es spezielle Vorrichtungen, wie mit Gas gefüllte Särge, offene Särge, die mit Erde zugeschüttet wurden, um einen schnellen Erstickungstod hervorzurufen, oder auch offene Särge mit Leitern, welche die Möglichkeit bieten sollten, dem Grabe zu entsteigen. Kaiser Joseph II. Erließ eine Sanitätsverordnung, die eine Beerdigung von Toten frühestens nach 48 Stunden erlaubte, wie es auch in einem 1780 erlassenen Gesetz in Württemberg formuliert worden war. Damit sollte ein Begräbnis Scheintoter weniger wahrscheinlicher gemacht werden.
Der Scheintod tritt unter den verschiedensten Umständen ein. Durch innere Krankheitszustände, hierher gehören die tiefe Ohnmacht nach großer Ermüdungen, vom langen Marschieren, nach überstandenen schwersten Geburten, nach heftigen Krampfanfällen, bei Hysterie, Epilepsie oder bei Starrsucht oder Lethargie und so weiter. Hier hören wir Lethargie, also lethargischer Schlaf. Cemshuk sagte, in Wirklichkeit unterscheidet sich Anabiose nicht vom lethargischen Schlaf, durch die jährlich sehr viele Tiere gehen. Der Mensch ist auch nur eine Art Säugetier. Der lethargische Schlaf wurde von unseren Vorfahren bewusst als Schutzreaktion des Organismus erschaffen. Wenn der Mensch durch diesen Prozess geht, erneuert er sich. Das ist ein Verjüngungsprozess. Dank der Autolyse, der Selbstauflösung der angesammelten Eiweißglobulen, die die Körperzellen verunreinigt haben, steht der Mensch irgendwann wie neugeboren wieder auf. In der Medizin wird der Meinung aufgedrängt, dass bei der Autolyse der ganze Zellinhalt verarbeitet wird, was aber nicht stimmt. Während eines lethargischen Schlafes der Mensch hört und sieht alles. Er kann sich nur nicht bewegen, so lange nicht, bis alle Verwandlungsprozesse stattgefunden haben. Des Weiteren ist es auch kein Zufall, dass nach einem lethargischen Schlaf, also nach dem klinischen Tod, viele Menschen sensitive Qualitäten und Gaben bekommen. Der Mensch hat sich verwandelt, ist wie neugeboren, rein, sauber, alle Antennen sind wieder heile. Dies ist die Erklärung für die plötzliche Hellsichtigkeit der Menschen, die tot gewesen sind und sind auferstanden. Diese Geschichte lässt uns eine sehr traurige Schlussfolgerung machen. Die Illusion vom Tod wurde der ganzen Menschheit so als eine Strafe aufgedrängt, von den Okkupanten der Erde, die kosmischen sozialen Parasiten. Der Tod wurde für uns eine bittere Realität, auch wenn so etwas nicht wirklich existiert. Es gibt archäologische Funde von Menschen in Särgen, die immer umgedrehte menschliche Überreste, Skelette fanden. Kann man so eine Handlung als Mord definieren? Das heißt doch, dem anderen Lebewesen das Leben zu nehmen. Das ist eine heftige Behauptung, aber auch hier möchte ich mehr wissen. Jetzt wird es sehr interessant. Bei all der Recherche habe ich viel gelesen und ich möchte noch tiefer in die Materie. Wie sieht das mit der Obduktion aus? Ist da doch die Verbindung mit Körper und Seele? Das Thema Obduktion der Verstorbenen, das ist ja mittlerweile gesetzlich vorgeschrieben. Hiermit wurden den Verstorbenen die allerletzte Chance genommen, jemals aufzuwachen. Als der Katholizismus dies einführte, gab es auch keine Hilfeschreie mehr auf den Friedhöfen. Es gibt keinen Tod in der Natur. Es gibt nur eine Vorstellung, eine Illusion davon, die uns als eine unvermeidbare Notwendigkeit erscheint, weil uns glaubhaft gemacht wird, dass auf der Erde eben der Tod existiert. Deshalb hat das Pflegepersonal zum Beispiel häufig große ethische Probleme damit, wenn ein komatöser Patient, der noch vollumfänglich gepflegt wird, ab einem bestimmten Zeitpunkt von Ärzten als hirntot erklärt wird, um Organe entnehmen zu können. Denn der für eine Organspende vorgesehene Patient liegt ja nach wie vor wie ein Schlafender, warm und atmend im Bett. Dr. Rosowski, Diplompsychologe und Physiotherapeut, der nach dem Besuch eines humanistischen Gymnasiums auch katholische Theologie und Philosophie studierte, sammelt seit vielen Jahren Gottesoffenbarungen für die Menschen, die das fassen können. Darunter befinden sich Aufklärungen Gottes zur Organtransplantation, in denen es ausdrucksweise unter anderem heißt, Zitat: Die Frage, ob Organverpflanzungen in meinem Sinne ist schnell beantwortet. Wie kann eine so absolut unnatürliche Handlungsweise mein Wohlgefallen finden? Sie ist nicht in meiner Ordnung und wird es auch nie sein, sondern sie ist, wie alles pervertierte Handeln dieser Zeit, ein zugelassenes Übel. Die Leiber der Sterbenden werden gnadenlos ausgeschlachtet, während die Seele im Todeskampf zittert und ihre Seelensubstanz zusammen zu klauen genötigt ist, um ihre Seelenleib im Jenseits wieder voll funktionsfähig im Empfang zu nehmen. Diese Seelen empfinden mit Schrecken, wie ihr Leib die warme Organe entnommen werden. Sie gelten als gestorben und somit empfindungsunfähig, und doch,
Solange der letzte warme Atem nicht in die geistige Welt entströmt, solange empfinden sie noch tiefe Schmerzen und Qualen der Angst und Pain. Weiter sagt er: Ein Mensch hat hier auf der Erde nur eine gewisse Zeit, und diese Zeit liegt bei mir. Und wer damit nicht zufrieden ist und sich gegen diese Zeit, die ich ihm gegeben habe, auflehnt, derjenige geht auf die andere Seite und verabschiedet sich gewissermaßen von mir. Er holt sich Hilfe, wo keine Hilfe geholt werden kann. Ihr wisst, dass der Mensch, der dem Tode nahe ist und bei dem noch die elektrischen Energien vorhanden sind. Das heißt, es geht noch der Blutkreislauf, er wird noch verstoffwechselt. Dieser Mensch ist noch nicht tot. Jedenfalls hat seine Seele und sein Geist seinen Körper noch nicht verlassen. Aus diesem Grunde ist es ein furchtbares Erlebnis für das Wesen, das sich im Sterbevorgang befindet, denn es wird noch richtige Schmerzen empfinden. Kommen Spender und Empfänger lebenslang in einem Abhängigkeitsverhältnis zueinander? Wenn ich euch sage, wenn es jetzt der Mensch, Organempfänger, der zum Gesunden befördert wird dadurch, dass er einen Teil des anderen in sich aufnimmt, dieser Mensch ist von dieser Stunde an nicht mehr frei. Er kann nicht mehr frei sein, weil das Wesen, das sich von seinen Körperteilen getrennt hat und nicht der Verwesung übergeben hat, sondern diese Niere oder diese Lunge arbeiten weiter. Dieser Geist kann sich nicht von seiner Lunge, da der noch im Gange ist, und von seinen Nieren nicht distanzieren. Das heißt, dass dieser Mensch bis zum Ende des Lebens des anderen Menschen, der ja gesund ist, in seiner Niere bleiben muss und mit ihr leben muss. Es geht nicht anders. Was das für eine grauenhafte Geschichte ist, könnt ihr euch ja vielleicht vorstellen. Dass dieser Geist jetzt vielleicht 10, 20, 30 Jahre mitgezogen wird, das sein muss auf diesem Lebenslevel, wie ihr sagt, desjenigen, der auf diesen irdischen Planeten noch weiterleben muss. Es muss diese lange Zeit in seiner Nähe bleiben und muss all das miterleben, was dieser Mensch jetzt erlebt. Er lebt also ein zweites Leben, obwohl er sein eigenes abgeschlossen hat, sein irdisches Leben alles gelernt hat, was er in dieser irdischen Phase hat lernen können, und nun kann er nicht tun, was er tun wollte, das heißt in anderen Bereichen des Geistes noch etwas dazulernen. Ihr müsst euch vorstellen, dass ihr ein Leben einfach mit einem anderen Menschen teilen müsst, mit dem ihr überhaupt nichts gemein habt, denn er hat eine andere Fantasie, einen anderen Kopf, andere Vorlieben, andere Freunde, Freude natürlich auch. Er hat ein Umfeld um sich, mit dem ihr euch überhaupt nicht identisch wisst. Könnt ihr euch vorstellen, wie schrecklich es für den, der immer mitmarschieren muss, obwohl er sich längst hätte davon machen können? Wenn ihr das alles hört, dann wisst ihr, dass solches von mir nicht gewollt ist und dass es schrecklich ist, dass solches geschieht. Es ist wahrhaftig der Weg des Widersachers, der mit seinem Verstand, das heißt mit den Verständniskräften, die er in den Menschen, die mich nicht kennen, mich nicht lieben, in Gang bringt. Darum besteht solches Geschehen. Und wer diesen Weg geht als Organempfänger, ist in sich bestraft und hat die wahre Hölle zu ertragen. Ergo, je nach dem Charakter des Organspenders können solche Fremdeinflüsse auf den Organempfänger und seine Umgebung durch Unmessenheit und Besessenheit sehr harte Konsequenzen haben. Wie denkst du jetzt über die Organspende? Was wird uns da nicht gesagt? Ich habe hier noch eine Hypothese, die dazu passen könnte. Wusste beispielsweise Jesus von der Anabiose, als er Lazarus zum Leben erweckte? Und aus welchem Grund ging Maria jeden Tag zum Grabe Jesu und reinigte seinen Körper? Verhielt es sich vielleicht so, dass Jesus von der Anabiose wusste und Maria instruiert hatte, wie sie vorzugehen hatte? All dies könnt ihr nachlesen. Ich werde es verlinken in der Beschreibung. Da findest du Aussagen aus dem Evangelium dazu und auch Erklärungen. Des Weiteren wird auch hier der Gehirntod näher erläutert im Zusammenhang Seelenanhaftung und vieles mehr. Hier eine Geschichte, die ich mal in einem Buch gelesen habe, eines Freimaurers, kurz inhaltlich wiedergegeben. Es gibt in den hohen Kreisen bestimmte Rituale von Bestattungen, wo Herz und Körper getrennt wurden.
Da gibt es die offizielle Version im Internet unter getrennte Bestattungen. Der Grund dafür ist der, man sagt, im Herzen sitzt die Seele. Also wenn dafür gesorgt wird, dass der Körper und das Herz nicht wirklich sich auflösen kann, ist die Seele gefangen, hier auf Erden, und die Reinkarnationsschleife ist unterbrochen. Wie sieht es aus mit den versteinerten Wesen? Erinnerst du dich? Du kennst die Geschichten von den weinenden Figuren. Sind diese, wie im Video Skulptur erwähnt, noch hier gebunden oder gefangen? Wie du auch sehen konntest, waren noch Körperteile wie Knochen oder Organe vorhanden. Warum werden nun die Menschen, bei denen der sogenannte Hirntod festgestellt wurde, in den Kühlraum gebracht? Warum werden Obduktionen gemacht? Das gilt zu hinterfragen oder mal darüber nachzudenken. Es ist unglaublich und auch schwer begreifbar, was diese Hypothese Anabiose beinhaltet. Lass es erstmal dein Bewusstsein verarbeiten und bei den ganzen Input schaue gerne nochmal in dieses Video und recherchiere für dich nach. Hier noch ein paar Begriffe, die ich hier nicht ausführen werde, aber im Sprachchat bei uns gerne behandeln werde. Das wäre die Paralyse oder auch der Lazarus-Effekt. Zum Abschluss habe ich noch eine Aussage von einem Freimaurer. Aus dem Buch Krieg der Freimaurer sind einige interessante Argumente genannt worden. Ich kenne einige Bücher und alle sind in ihren Aussagen fast identisch. Zitat: Der Mensch besteht doch aus Körper, Geist und Seele. Ja, wir können mit der Körperlichkeit etwas verbinden, mit der Seele auch, weil wir sagen, die Seele ist so eine Art Empfindung, die wir tragen. Aber mit dem Geist können wir nichts anfangen, denn der Verstand ist Teil der Materie, das ist der Körper. Licht, Sonne, Sonnenkult. Bei Ra in dem Wort Israel ist auch die Sonne mit drin. Ra bedeutet immer Licht, also Sonne. Und vor heute jeder bekannten Religion gab es Sonnenkult. Wenn du das Wort Licht nimmst, dann hast du das L und das T. Das L steht für Leben und das T für Tod, als Schöpfung und Beginn, Anfang und Ende. Dazwischen hast du das Ich, was umgedreht Chi bedeutet, also Kraft zwischen Leben und Tod. Weiter heißt es ist Auslegungssache, aber bemerkenswert ist auch, dass das osteopathische Prinzipien sind, in denen die Philosophie und Osteopathie nennt man das den Breath of Life, also dem Atem des Lebens, der irgendwo herkommt, der sich im Körper verflüssigt und die eigentliche Energie vom Menschsein, vom Körper, vom Leben überhaupt darstellt. Wichtig ist vor allem die Flüssigkeit im Körper. Nicht nur die Zellflüssigkeit, sondern auch die Gehirnflüssigkeit, die gesamte Flüssigkeit im Körper. Eine Zelle funktioniert wie der ganze Körper. Das Rückenmark und die Wirbelkörper funktionieren nach dem Impulssystem, heißt, Flüssigkeit fließt von unten nach oben. Das gleiche Prinzip funktioniert in der Pyramide von Gizeh. Sie ist auch wie eine organische Zelle, heißt auch hier, die Flüssigkeit im Pyramidenkörper bewegt sich von unten nach oben, aber auch seitlich. Die Hauptrichtung ersteres und oben geht sie raus. Zitat Ende. Nehme den Schlüssel und öffne die Tür. Bis zum nächsten Mal, dein Tartaria Channel.